Na? Was geht? Ja gut. Und hier? Was geht? Ich dachte, das Drama hätten wir hinter uns. In dem Areal kann man sich keine schlimmere Verletzung zuziehen. Kann das sein, dass mir sowas in so einer Situation passiert? Wenn ihr dann so da liegt, dass er weiß und auch daran glaubt, dass er wieder ganz, ganz stark zurückkommt. Auf dem Platz weint. Die anderen gehen wieder raus, die gehen Diagnosen, wieder die keiner hören will. Natürlich hart arbeiten, um zurückzukommen. Fakt ist, das wird mich nicht abhalten vom Glauben. Mir wurde immer gesagt, es gibt Ups und Downs in einer Reha-Phase. Ich wollte das nicht ganz glauben. Trotzdem sitze ich jetzt hier, 4 Monate genau, heute auf den Tag nach meiner ersten OP, 2 Wochen auf den Tag nach meiner zweiten OP. Und ich erzähle euch jetzt, wie es dazu gekommen ist. Das war das letzte Spiel vor der Winterpause. Wir waren sehr motiviert, haben uns viel vorgenommen und in der Nachspielzeit ist es dann passiert. Bei einem Richtungswechsel, ich bin nach hinten gelaufen, wollte dann nach vorne laufen und angreifen. Es hat richtig laut geknallt, bin dann auch direkt auf den Boden gefallen. Die Tränen sind direkt gekommen und ich wusste, okay, das ist keine normale Verletzung, ich kenne das nicht. Der Schock hatte sich dann ein bisschen gelegt nach dem Spiel und ich habe gesagt, das kann nicht meine Achillessehne sein. Bin mit Krücken aus dem Stadion raus, wurde wieder ins Mannschaftshotel gebracht. Alle anderen Spieler sind in Urlaub gefahren. Ich war dann noch eine Nacht im Hotel und bin dann am nächsten Morgen zum MRT gefahren. Wir haben dann für den nächsten Morgen gleich einen Kernspintermin organisiert und die Sonographie hat es schon bestätigt im Stadion oder den Verdacht stark erhärtet. Und in der Kernspintomographie hat sich dann die Diagnose bestätigt, dass die Achillessehne komplett gerissen ist. Wir haben dann noch geguckt, dass 2 Tage der Unterschenkel abschwillt und am Montag haben wir eben dann die Sehne rekonstruiert. Ja, wir haben dann hier mit den Ärzten gesprochen, wie wir weitermachen können. Ich mache jetzt eine minimalinvasive Operation. Das heißt, es ist keine offene Operation. Ich werde nicht so eine fette Narbe haben, sondern es werden kleine Einschnitte sein. Und dann wird versucht, dass meine Sehnen wieder zusammengenäht werden. Und das ist ein Prozess, der dann lange dauert, wo ich auf jeden Fall etwas länger ausfallen werde. Auf der einen Seite war es Belastung für meinen Körper, weil ich gemerkt habe, ich musste sehr viel Schmerz quasi aushalten. Ich habe gemerkt, dass mein Körper nicht so funktioniert, wie er normalerweise funktioniert, aber auch mental war es sehr schwer, weil ich so eine Situation nicht kenne. Ihr spürt die alle so hier, man kennt das ja, kann ja durchgehen bei sich selber. Das ist meine normale Achillessehne auf der rechten Seite, kann man hier reindrücken und hier ist einfach ein Loch. Das heißt, selbst wenn du so drückst, da ist ein Loch und da ist einfach gar nichts mehr gerade. Also die Achillessehne, das ist eine der größten Sehnen im Körper und die ist enormen Belastungen ausgesetzt. Und eine gesunde Sehne hält eine wahnsinnige Kraft aus. Eine gesunde Sehne reißt im Normalfall auch nicht. Das heißt, die Voraussetzung, dass eine Sehne reißt, ist, dass im Laufe der Zeit schon eine gewisse Degeneration stattgefunden hat. Dann bei einer Belastung, die man vielleicht vorher schon hunderte Male, tausende Male durchgeführt hat, die die Sehne immer aushalten konnte, durch diesen Verlust der Elastizität hält sie es eben dann irgendwann nicht mehr aus und reißt dann. Die minimalinvasiven Verfahren, die haben einen deutlich kleineren Schnitt, dürfen aber mechanisch natürlich nicht schlechter sein. Sie müssen genauso stabil sein wie die offene Naht. Um zu verhindern, dass die Fäden durch die Sehne rutschen, haben wir eine kleine Bohrung durchs Fersenbein gemacht und haben die Fäden am unteren Ende durch den Knochen durchgeführt, da können sie nicht durchrutschen. Und am oberen Ende haben wir einen 3 cm Schnitt gemacht und haben dort so eine verblockende Naht, nennen wir das, gemacht, um zu verhindern, dass die Nähte durch diese Fasern durchrutschen und dann am Schluss zu einer Verlängerung der Sehne führen. Diese Verlängerung der Sehne, die ist eigentlich das große Problem. Ja. Also, ich habe jetzt meine erste OP hinter mir.
Der Arzt sagt, es hat alles reibungslos geklappt, ist sehr gut verlaufen. Die haben unten in meinen Knochen gebohrt, die Fäden da durchgezogen. Das ist genau jetzt dieser nächste Prozess, der anfängt. Die OP ist hinter mir, jetzt kann ich nach vorne schauen. Und ja, jetzt geht's in Richtung Reha. Ich konnte es nicht abwarten, dass das Training endlich wieder beginnt. Und ich habe dann auch mit RB kommuniziert, dass ich mit Mitch die Reha machen will. Mitch ist sowieso der Physio, bei dem ich immer war, dem ich 100% vertraue. Und er hatte auch die gleiche Verletzung wie ich, das heißt, er hat sich auch die Achillessehne gerissen. Er ist wirklich von Anfang an jemand gewesen, der sich sehr um mich gekümmert hat, der mir viel geschrieben hat, der mir sehr viel Support gegeben hat. I can feel a little bit of his pain and understand some of his anxieties. Not the same, it's never the same. Two injuries are never the same, but my heart went out to him and realised this is not an easy injury. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, diese Reha wird lang, diese Reha wird teilweise langweilig. Viel meine linke Seite trainiert, viel Oberkörper gemacht, Ausdauer gemacht. We were working on the other leg. We were working on his fitness, his overall fitness. Even though he's not going to go back to playing straight away, it's good just to keep him moving as much as we can. It keeps his brain occupied. Vor allem die ersten paar Wochen war es keine einfache Zeit, weil ich dann auch gesehen habe, die Spieler gehen raus, die Spieler machen ihre Spiele und ich bin da auf Krücken, kann nicht mehr normal gehen. Ich hatte noch nie so eine Phase, wo du einfach so abhängig bist von anderen Menschen. Ich hatte auch nie eine Phase, wo du selber nicht so sein kannst, so leben kannst, wie du es bis jetzt immer gemacht hast. So we spent a lot of time talking with Benny and Casey about the steps he was going to need to go through, the importance exercises that he was going to have to make. And we practiced all those on the healthy limb, so he knew what the connection was like, he knew what the feeling was like. Push, push, push. Super. He's engaged in the process from the very first day. He's wanted to understand the exercises. He's wanted to know, why am I doing this? And that's a big help with a long-term injury, when the player wants to know about things, they want to understand it. I said it to him before we started the work that he was going to feel like he's giving maximum effort, but he's only getting 5% out of it. And then the penny dropped in his head and he realised that fundamentally, when you've had your Achilles snapped, that the connection's lost. And even though it's surgically reattached back together, that connection needs to grow back physically, and also with the learning, it needs to grow back. And that takes time, it takes concentration, it takes application, and you're not going to achieve those in 1 day or 1 week or 2 weeks. In der Akutphase ist der Stiefel dafür da, die Sehne zu schützen, indem er den Fuß ruhig stellt, damit in der Anfangsphase die Sehne Zeit hat zu heilen und die nicht zu viel Belastung abbekommt. Also diese ersten 6 Monate sind besonders anfällig für eine Reruptur. Reruptur heißt, dass die Sehne nochmal reißt. Die Sehne heilt ja mit einem Narbengewebe und dieses Narbengewebe ist nicht mehr so stabil wie das Original, und gerade in der Phase, bis das sich reorganisiert hat, die Narbe, ist die weniger stabil als die Originalsehne, und dann kann es eben nochmal an derselben Stelle reißen, und das ist ein echtes Problem. Ich habe dann mit RB entschieden, dass ich dann einen Teil der Reha in Salzburg im APC mache. Das ist ja quasi ein Zentrum, wo Red Bull-Athleten hingehen können. Das heißt, verschiedenste Athleten sind dann dort vor Ort und trainieren dann mit. When Benny started in Salzburg, he was starting to put weight through the boot. So he's walking on the crutch and he's starting to put weight through the boot. And again, even though you have the boot as support, you need that confidence that the leg can cope with that body weight that's starting to go through the boot. We were working really hard in a lot of exercises with him lying on his back, which you can see, in sitting positions. We did a lot of exercises supported against the wall, and all the time we're trying to retrain that muscle to start to cope with that load. We're trying to retrain the movement.
in meinen Augen dann immer die größten Fortschritte war, wenn ich den Schuh ein bisschen verstellt habe. Das heißt, dass mein Fuß am Anfang so in der Stellung war und der immer ein bisschen, oder jede Woche wurde der immer ein bisschen von dieser Position hierhin gebracht, hierhin gebracht, hierhin gebracht, dass der irgendwann quasi normal ist und dass man normal gehen kann. Und das war halt für mich immer wieder ein Fortschritt. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich 10 Grad mehr bekommen habe, 5 Grad mehr bekommen habe. Einfach weil ich weiß, okay, es geht langsam wieder in Richtung Normalität. Er hat jetzt 30 Grad Plantarflexion und stoppt bei 10 Grad. Das heißt, er hat eine Beweglichkeit von 20 Grad, also einen geschützten Rahmen, in dem sich die Sehne bewegen kann. Damit verhindern wir, dass zu viel Dorsalextension, also zu viel Hochbiegen des Fußes erreicht wird, damit die Sehne nicht zu viel Spannung abkriegt, aber gleichzeitig die Bewegung, um die Gleitfähigkeit der Sehne wiederherzustellen. Und die Bewegung ist aber auch förderlich, damit die Fasern eine gerichtete Heilung erreichen und dass diese Stammzellen sich auch in Sehnengewebe umwandeln. Also eine geschützte Bewegung ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Nachbehandlung. Das machen wir jetzt übrigens für den Kopf, weil ich habe jetzt keine Entscheidung mehr im Spiel, wie Vororientierung, spiele ich dahin, muss ich schnell passen, schnell laufen oder so. Deswegen, damit der Kopf anbleibt, machen wir jetzt diese Sachen. Stimmt's? Stimmt. Ja, gut. Sehr gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass du im Verlauf der Reha Veränderungen brauchst, dass du vor allem bei so einer langen Verletzung nicht immer die gleichen Sachen, die gleichen Gesichter und die gleichen Leute siehst, sondern dass du neue Impulse kriegst, damit du auch weiter motiviert bleibst, damit du weiterhin an dir arbeitest, damit du weiterhin versuchst, das Maximum rauszuholen und so früh wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. 59. Ich habe dann mit RB gesprochen und da sind sie mir auch wieder entgegengekommen. Ich habe dann gesagt, okay, ich würde gern für eine Woche nach Dubai dort trainieren. Und das war aber für mich in meiner Reha eine Riesenzeit, weil ich weiß, dass ich den Support wirklich gespürt habe und egal wo ich bin. In Dubai ist es halt so, dass mein bester Freund da wohnt, Bilal. Bilal war dann jeden Tag bei mir im Hotel, hat mich mit dem Rollstuhl durchs Hotel gefahren. Als ich hier rausgegangen bin, habe ich gesagt, ich werde nie wieder hier reinkommen. Hier bin ich wieder. Aber ich hoffe heute mit guten News. Ich bin dann an Tag 46 nach München nochmal gefahren zum Operateur. Er hatte sich die Beweglichkeit angeguckt, die Narbe angeguckt und geschaut, dass alles so verläuft, wie es verlaufen soll. Das Ergebnis war, dass sie sehr zufrieden waren dort. Sie haben gesagt, alles ist im Zeitplan. Hallo, hallo, wie ist die Lage? Super, ich bin sehr zufrieden. Ja? Also, soweit ich das beurteilen kann. Ja. Aber okay, ich glaub, Schmerzen sind erträglich? Ja, absolut. Wir haben ja diese Fäden eingebracht, die das jetzt halten. Und wir sind immer in dem Wettrennen zwischen Sehnenheilung und den Fäden, dass die weiterhin das halten können. Und wenn man einfach, die Sehne braucht sehr lang. Wenn man sich einen Knochen bricht, ist man viel schneller in der Heilung, als wenn eine Sehne reißt. Die Sehne ist einfach ein Gewebe, das lange braucht zum Heilen. Und dadurch, dass wir die Sehnen hier durch den Knochen gefädelt haben, können die nicht nachrutschen und können nicht nachgeben. Und damit wollen wir sicherstellen, dass die Vorspannung erhalten bleibt. Und das ist das Entscheidende. Wenn die Vorspannung verloren geht, dann wird der Muskel auch keine Kraft mehr entfalten. Die Kommunikation sowohl mit den Spielern als auch mit den Mannschaftsärzten ist extrem wichtig. Mit Benny haben wir von Anfang an offen gesprochen, wie die Perspektiven sind, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt, dass es eine lange Phase des Ausfalls bedeuten kann. Andererseits darf man ja nicht demotivieren. Wir müssen natürlich eine Perspektive aufzeigen und das ist die Balance. Wir müssen einerseits schon offen miteinander sprechen. Was ist die Zeitdauer? Wie ist die Perspektive? Wie sind die Chancen? Percy, guten Morgen. Hallo Hans. Du bist auf laut. Wir sitzen hier gerade alle zusammen. Ja, hi. Moin. Robert. Hallo. Die Sehne ist schön durchgängig im Sono. Thompson ist negativ. Wunden sind gut geheilt.
Also es sieht alles sehr gut aus, Percy. Genau. Mein Gefühl ist, dass wir den Stiefel jetzt sukzessive reduzieren sollten. Die Frage ist, ob man ihn vielleicht jetzt gleich dann auch auf 10 reduzieren mit freier Plantarflexion, dass die Sehne ein bisschen anfangen kann zu gleiten. Genau. Na, dass wir die Dorsalextension noch limitieren, aber die Plantarflexion freigeben und dass wir dann auch Stück für Stück jetzt weg von den G-Stützen kommen vielleicht. Genau, das wäre der nächste Schritt, also unsere Hoffnung gewesen, dass du das auch so siehst. Was ich dir jetzt hinten eingestellt habe, ist, dass du den Fuß nach unten frei bewegen kannst. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Roboterbein, wenn du damit gehst. Da wirst du dich die ersten Tage dran gewöhnen müssen, da musst du ein bisschen aufpassen. Aber damit erlauben wir jetzt, dass die Sehne ein bisschen aktiver arbeiten kann, dieser ganze Muskel-Sehnen-Komplex. Das ist das Wichtige für uns, dass der wieder anspringt. Fühlt sich sehr komisch an. Ja, da kommst du rein. Da kommst du rein. Ist gut? Also ich komme halt wieder so, es bewegt sich wieder so ein bisschen, ne? Ja, das ist gut. Das ist ja das, was wir wollen. Siehst du, wie sich das bewegt jetzt? Hinten? Ich habe Woche für Woche gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Belastung machen kann. Gerade wenn ich den Schuh verstellt habe, war es immer eine kleine Eingewöhnungsphase, die ich brauchte. Das habe ich dem Arzt auch mitgeteilt und habe dann das Feedback bekommen, dass es ganz normal ist, dass es auch ganz normal ist, dass man auch noch Schmerzen hat. Bin aber mit dem Gewissen rausgegangen, die Reha verläuft gut, die Reha verläuft so, wie es verlaufen muss. Und ich bin auf einem sehr guten Weg, ich muss so weitermachen. For me, that was the time when Benny started to understand how the exercises fit together. And then he realized that his muscle had wasted. He could see that visibly. And this is very distressing for a sports person. So we started to do some exercises where he felt the muscle was working again. We used some electrical machines for this. And once he relearned that connection, he knew when that muscle was firing. He knew when it was stimulated. And we'd really look in different positions, different foot positions, lying on his back, half standing positions, foot against the wall, resisted against me, resisted against a weight or a ball or any of these combinations, because it's really important we found the real perfect one that worked for Benny. And we always reverted back to the other leg. Your other leg is your benchmark. How does that feel? Where do you feel the pressure? What muscles are working? Try it on your injured leg and get that comparison. Ein Tag, wo es wirklich so gut war, wo es einfach so ein Erlebnis war, wo ich gemerkt habe, okay krass, ich kann jetzt gehen, habe mich riesig gefreut. Dachte, ich habe einen riesen Fortschritt gemacht in der Reha. Und ich habe dann am nächsten Tag gemerkt, dass es ein Riesenfehler war. Ich hatte unfassbare Schmerzen, ich musste das Training abbrechen, ich musste sogar die Behandlung abbrechen. Ich wurde abgeholt, bin ins Auto eingestiegen, habe komplett geheult, weil das einfach so ein Riesenprozess für mich war, weil dann versuchst du auch nochmal alles zu verarbeiten. Okay, du hast seit 2 Monaten dein Leben nicht, seit 2 Monaten bist du in einem Schuh gefangen. Du probierst jetzt zu gehen und du kannst einfach nicht gehen. You want to be walking better. You want to not have any pain. You get frustrated when it swells up. You actually need this because then you learn what your boundaries are. When you don't have this, you never really quite know how much I can push this, how much we can work with this. And Benny learnt this, and in the short term, it's tough to take. You feel like it's a step back and you have to rest for a couple of days. But then once you've got over that, you realize it's really important to have that. And sobald der Schuh abgelegt war, haben wir angefangen, die rechte Seite zu trainieren. Und da ging es auch erstmal darum, wieder Bewegung reinzukommen, wieder die Muskeln ein bisschen zu aktivieren, weil das rechte Bein quasi 2 Monate lang kaum unter Belastung war. When the boot comes off, they think, I'm gonna start running and jumping straight away, and this is impossible. And then Benny realised this process is going to take some time. Every step needs to be planned and calculated, and you can't cheat any of the steps. Every day he made a progression with these things, with the movement. His walking was starting to improve. His balance was coming back, because at first he could not balance on one leg, which is normal, but he couldn't do it, and he found that really difficult to accept. But then he realised that with some practice, he got better and he could see how he was improving, and he started to challenge himself.
So at that point when he comes out the boot, we had Achilles' length was optimal. Achilles had healed really nicely, and then that gives us then the opportunity to start to work on that mobility. We did a lot of exercises for Benny on the bed, so he was regaining all of his normal movements, enough movement to enable him to walk. We did a lot of strength work in this position, and then also we did a lot of work with him lying on his back, pushing against the wall, trying to increase these forces. And we consciously took a push at this. Und das Bewegung, Benny braucht für Gehen, unter die Treppe gehen. Und wenn ich weiter runtergegangen bin, ist der Fuß immer weiter so, die Hacke immer weiter von der Wand weggekommen. Und jetzt bin ich halt ganz dran. Das heißt, die Beweglichkeit im Fuß ist jetzt da. Deswegen machen wir auch diese Stabübung trotzdem. Weil die Achillessehne am Anfang verkürzt war. Und der natürliche Ablauf zeigt ja, dass die dann ein bisschen länger wird wieder und den Normalzustand erreicht. In dem Schuh hier nochmal so eine Erhöhung, so eine Unterstützung. Und die hilft mir halt dabei, dass mein Fuß immer noch so ein bisschen hinten angehoben ist. Und wenn ich das ohne den Schuh mache, habe ich halt hier noch ein gutes Stück, ohne dass ich hinten abhebe. Mit der Erhöhung hinten, dann komme ich halt vorne dran, ohne dass ich hinten abheben muss. We had a bit of a push at trying to do this. We started to use the force frame machine, which measures the calf. We use the force platforms to measure the calf. Und das mache ich, indem ich mein Knie oder mein Bein hier gegenhalte. Und da muss ich dann 20 Sekunden halten und so trainiere ich meine Wade. We were doing balance exercises, eyes open, eyes closed, with the ball, throwing the ball, rotational work, all of the subtle positions and movements that you need to regain that normal walking. We also use the Alter G, the anti-gravity treadmill that we have here. So we can walk Benny there on just 20%, 30% of his body weight going through that Achilles. So with 20% of his body weight, he's putting, what, 16 kg through that Achilles, as opposed to normally over 80 kg when he's walking. So we can build that up, and that's the theory behind doing it. Und jetzt fängt die neue Übung an. Und das ist einbeiniges Wadenheben. Und das machen wir jetzt auch 8 Mal, jeweils 30 Sekunden. How was it? Super. Perfect. You do musk ice smacking so forth. And then really we started to notice that the pain was disappearing. The pain on the calcaneus, the heel bone, was hindering us. Egal welche Übung ich gemacht habe, ich hatte immer Schmerzen. Es gab so viele Übungen, wo du wirklich auch abbrechen musstest. We had a push to try and really see if we could gain some strength to help us with the pain, and we found that it wasn't taking the pain away. And Benny was very diligent with that. He tried to do it, we tried to, but we were fighting too much against the pain, and this was when we started to think this pain's not quite right here. And he was very consistent with where the pain was and what he was feeling. No, on the sides, yeah. Both sides. War für mich mit einer der schwersten Phase in der Reha-Zeit bis jetzt, weil du hast das Gefühl, du kämpfst an gegen etwas, wo du nicht gewinnen kannst. Wenn es darum geht, den Muskel wieder aufzubauen und den Muskel müde zu trainieren, dann gebe ich alles. Wenn du aber etwas hast, worauf du keinen Einfluss hast, wie zum Beispiel Schmerzen, und die sind konstant da auf einem sehr hohen Niveau, dann trainierst du quasi, um zu trainieren, aber du merkst keine Fortschritte, du merkst nicht, dass irgendetwas besser wird, sondern du bewegst dich die ganze Zeit in so einem Kreis und dann fängt halt der Kopf an, warum passiert mir das, warum muss ich da durchgehen? Das ist fokussierte Stoßwelle. Es gibt quasi so einen Impuls in die Tiefe.
He'd worked very hard and he could see some improvements with the strength and the mobility. And both of those were at a point where we were really happy, but the pain was still there, so he was very frustrated. Wir haben nach 3 Tagen Stoßwellentherapie alles abgebrochen, haben dann auch nicht mehr trainiert und ich bin dann 2 Tage später nach München geflogen. Wir waren beim Doktor nochmal. Für morgen steht alles und ich muss dann nochmal eine Nacht hier verbringen nach der OP. Es ist nicht so, wie ich es vorgestellt habe, aber da muss ich jetzt durch. Was mir die Schmerzen verursacht hat, ist, dass wir hier nochmal 2 Fäden durchgezogen haben, die hier festgemacht haben und hier oben festgemacht haben, an der Wade, auf beiden Seiten. Das heißt, es ging quasi einmal hier durch den Knochen und dann hier nach oben gezogen, dann hier auch festgemacht, damit mein Fuß in dieser Spitzfußstellung bleibt. Ich habe mir Montag die Meinung von den 2 Ärzten angehört, Dienstag die Meinung vom Operateur. Und dann hatte ich mein Bild vor Augen, dass ich eine zweite OP machen muss. Ich wurde gestern operiert und ich habe in der Bibel gelesen, beziehungsweise ich kriege immer den Vers des Tages und mir sind 2 Verse so noch in den Sinn gekommen. Einmal ist es Philipper 4, Vers 13. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Es ist ein kurzer Satz, ein kurzer Vers, aber ich kann alles schaffen durch Gott, der mich stärkt. Das heißt nicht, dass wenn du Gott dein Leben anvertraust, wird nie wieder was Schweres passieren, aber es heißt, dass du Gott auch durch die schweren Zeiten vertraust. Das heißt, dass du Gott auch vertraust, wenn du deine erste Operation hast und du es nicht verstehst, wenn du deine zweite Operation hast und du es nicht verstehst. Weil the pain you're going through cannot be compared to the joy that's coming. Und wir müssen es nicht verstehen, aber Gott hat seinen Plan. Das war für mich gar nicht leicht zu verarbeiten. Vor allem, weil ich dann wusste, okay, ich hatte das Gefühl, es fängt jetzt wieder von vorne an. Ich wurde wieder operiert, ich bin wieder auf Krücken. 3 or 4 days it started to settle down and Benny then started to move on it a little bit with the crutches and automatically Benny's confidence was coming because he could feel the pain. The pain's not there. And that's the #1 medicine for him in this situation, that the pain's not there. His confidence grew with every exercise, with every day that he had. We've done quite a bit of balance work which has improved significantly, and we can show you that. Yes. A lot of work with the football, which Benny enjoys and is important. Ich kann sagen, dass ich an einem Punkt bin im Training, dass ich die Wade wirklich so müde trainieren kann, ohne Schmerzen, dass es sich einfach nur gut anfühlt. Ich laufe seit Tagen mit Muskelkater rum, habe aber damit gar kein Problem, weil ich einfach das Gefühl habe, der Muskel wächst wieder. Ich bin jetzt in einem Trainingsprozess, der mir wirklich auch weiterhilft, wo ich nicht irgendwie kompensieren muss. So angefangen, dann ein bisschen mehr und jetzt bin ich dran. We're going to start to prepare him for his running. And this is a big focus for Benny, for any athlete, getting back out onto the grass to run. And for an Achilles tendon needs and wants just running up and down. It wants load, it wants to be trained. Ich kann sagen, dass ich sehr viel erlebt habe. Ich kann sagen, dass ich sehr viel durchgemacht habe. Seitdem ich auch die zweite OP habe, ist der Weg nicht mehr so oder so, sondern es geht wirklich so nach oben gerade. Ich kann sagen, dass ich endlich normal trainieren kann, dass ich keinen Boot mehr brauche, dass ich keine Krücken mehr brauche. Was ich aber auch gelernt habe, was auf keinen Fall hilft, ist dann zu vergleichen. Ich kann nicht gucken, was der nach 2 Monaten hat oder was der nach 4 Wochen hat. Es geht nur um mich. Ich will die Zeit aufholen, aber ohne Stress, ohne mir selber Druck zu machen, dass ich sage, ich muss zum Beginn der neuen Saison da sein. Ich muss dann zurück sein, wenn es mir gut geht, und dafür trainiere ich halt so hart, wie es geht.